So, auch jetzt im vermutlich letzten Tag der Reise. Ab nach Mainz. Und dann schauen wir mal, ob es vielleicht doch noch reizt, doch noch einen Tag auf dem Rhein dran zu hängen. Aber schauen wir mal. Das könnte dann auch der eine Tag zu viel sein. Bin mal gespannt, ob das Wetter hält. Das ist heute ziemlich auf der Kippe. Und mir tun richtig die Wadeln weh. Ich habe mich gestern bei dem Sturm, dem Gegenwind, doch ganz schön in den Stemmbügel gestemmt. Gut, dass es noch der alte Stemmbügel von Grabner aus Metall war. Ich schätze mal, der aus Plastik, der hätte ich bei dem Druck pulverisiert. So, dann kommt das erste Schiff des Tages entgegen. Die Krachigau. Ja, ganz komischer Name. Krachigau 2. So, noch 14 Kilometer bis nach Mainz. Ganz was Lustiges, einen Rad- und Fußweg mit Lärmschutzwand. Von gestern hat sich nicht viel geändert, vielleicht momentan noch ein bisschen schwächer. Aber das ist, wenn harte 14 Kilometer. Eine schöne Aussichtsplattform, wo man einen schönen Main begutachten kann. Da geht das Herz auf. Da kann man stundenlang auf der Plattform stehen. So, das erste Schiff von hinten ist ein großes Passagierschiff. Da sind gerade alle am Frühstücken. Da sind mal Leute drauf gesehen. Naja, also wie wenig Bilder sind einfach da dran. Mehr als sowas gibt es nicht zu sehen auf langen Strecken. Außer die Industrieanlage, das ist dann eine Änderung, ansonsten das hier. Erwähnen, der Wind hat ziemlich schnell nachgelassen. So, da ist der Einfall der nächsten Schleuse. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Die einen Sportbootfahrer haben gemeint, nein. Eigentlich haben die auch trotzdem überhalb der Schleuse eingebootet. Schauen wir mal. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie geht. So, das geht jetzt einfach um fahrendes Wehr. Es geht schneller. Einerseits geht schön eine Rampe runter. Passt schon. Also die kleine Bootschleuse ist tatsächlich kaputt. Jetzt muss ich mich beeilen, die Flut steigt. Dann passt das hier super. So, jetzt fahren wir am besten einfach aufs nächste Schiff. Dass ich hier mehr Wasser unter dem Kiel habe. Dann kann ich von da aus einfach losstarten. So, uns wäre herum. Und ich glaube, ich gehe mir dann doch noch einen Tag auf dem Rhein gönnen. Das geht schon. Fest zu sagen, das war natürlich die letzte Schleuse auf dem Main, vor dem Rhein. Das heißt, jetzt ist der Weg frei zum Rhein. So. Daher holt also der eine Frachter wohl immer seine Container her. Der eine und allein als einziger mit Containern unterwegs ist. So, ich bin so gut wie da.
Da vorne ist der Rhein. So, ich habe es geschafft. Ich bin im Rhein angekommen bei Mainz, aber es kann ich nicht widerstehen. Ein Tag Rhein muss sein. Das muss jetzt einfach sein. An diesem Steg, da endete meine letzte Rheintour, wo ich vom Bodensee aus gestartet bin. Da war dann das Ende. Ja, es ist schön am Rhein. Ich liebe es. Das da vorne ist eine Insel im Rhein. Einige geht eh links passieren. So, das Ende der Insel ist erreicht. Schön, da fahren keine großen Frachtschiffe, aber dafür Arschlöcher von Motorbootsfahrer, die kein bisschen vom Gas runtergehen, oder außerhalb der Fahrrinne daherkommen. Da drüben ist ein monumentales Kunstwerk. Sieht aus wie eine unvollendete Brücke, hier wo wir rübergehen sollen. Okay, das war ein Scherz. Mal kurz anlanden, um mich wetterdicht zu machen. Jetzt wird es ungemütlich. Oh, da vorne findet ein echtes Elefantenrennen statt. Kopf an Kopf liegen sie da. Wird es schaffen, vorbeizukommen. Beide geben Vollgas, beide sind hochmotiviert. Eigentlich müsste ich umdrehen und hinterherfahren, gucken, ob das Überholmanöver klappt. Das eng Kopf an Kopf Rennen, die Spannung steigt, das Unermessliche.
So, von der nächsten Rheininsel. Und da gehen wir auch wieder links passieren. Neben mir die Insel, dieser große Naturschutzgebiet. Da ist aber so ein extra Gewässer drin. Alles gleich zu Ende. Ja, es hat gerade richtig heftig geregnet. Jetzt habe ich erstmal alles dicht gemacht. Aber gleich zu Ende, das hat gerade getäuscht. Ich habe bloß halt kurz da im Gewässer drüben so Bojen gesehen. Aber das waren andere Bojen. Hat getäuscht. Die ist wirklich riesengroß, die Insel. Jetzt ist die Insel vorbei und ich bin wieder im Hauptstrom drin. Mal gucken, was da Schönes hätte. Das sieht aus wie eine kleine Burg, könnte sein, muss aber nicht. Aber dafür habe ich überhaupt keine Zeit. So, und weiter geht's. Jetzt kommt die erste bohnenreiche Strecke. Ein echt gut schneller Abschnitt. Muss schon ganz schön paddeln, um noch Erfolg zu haben. So, vorhin hast du wieder eine Insel. Wie ist hier? Gehe ich rechts vorbeifahren. Die Schifffahrtsroute scheint links lang zu gehen. Ja, da oben steht ein großes Denkmal. Aber solche Kleinigkeiten habe ich jetzt keine Zeit. Ich bin im Geschwindigkeitsrausch. Da vorne queren gerade, was sind das? 2 Mainfähren. Das ist der eine und irgendwo muss jetzt die andere kommen. Da. Auch für solche Burgen, weil wir hier in der Größerung an, habe ich einfach keine Zeit. Und der Burgfried ist da drüben, war wohl mal etwas größer. Oder vielleicht doch ganz was anderes, keine Ahnung. Aber das gehe ich jetzt nicht erforschen. Ich bin im Geschwindigkeitsrausch. Da drüben, da hätte es eine Burg, aber das ist auch so jetzt, für sowas habe ich einfach keine Zeit. Und irgendwie habe ich mir das immer größer vorgestellt. So, aber jetzt geht's ab in die Engstelle und da ist schon wieder eine schöne Burg. Ich muss ja noch mal fahren mit allen Burgen und Schlössern. Boah, da ist was zu tun.
Die Strömung ist für den Rest, dann kriegen wir locker bis nach Köln. Das wär's. Ja. Da geht irgendein Fluss rein, keine Ahnung welcher. Eine Nachbarschlau machen. Also jetzt wieder nach vorne gucken. Das wäre echt besser, aber man kann eher einen Blindschwenk zugegebenermaßen. So schlimm kann es gar nicht sein. Hier kommt sogar ein Schaufelraddampfer hoch. Ich glaube, es war wahrscheinlich das Schlimmste gewesen sein. Da hatten wir wieder eine schöne Burg, aber ich habe es dafür einfach keine Zeit. Muss ich mal extra machen. Da ist mittendrin ein Felsen drin. Ja, und die schöne Burg eigentlich schön weit unten. Aber keine Zeit, nee. Das geht einfach diesmal nicht. So, das sieht so aus. Wir haben die Burg mal sehr gut renoviert. Da gab es hier mal so eine Zeit am Rhein, da haben wir die ganzen Burgen wieder repariert. So aus romantischen Gründen. So, da schauen wir mal. Hinten was? Genau. Auch nochmal eine Burg. Okay, ich hätte den Schwenk einfach durchmachen sollen. Naja, Nobody ist perfekt. Hier ist der Schwenk fertig zur Hauptburg. Und nochmal blind nach hinten. Ups, haben wir ein Kehrwasser mittendrin. Also flache Insel drin. Ja, und immer noch eine schöne Strömung. Da geht was. Vom Nahen. Und jetzt schleicht sich da ein Frachter rauf. Und irgendwie ganz gemein eigentlich auf der falschen Seite. Kommt der da rauf. Der Geisterfahrer. Okay, kam noch ein paar schöne Wellen vom Frachter. War schon ganz enttäuscht. So, Rahmenschnitzelpause mit Pommes beendet. Und jetzt geht's weiter. Wir müssen noch ein bisschen den Weg nach Koblenz verkürzen. Bei Höhenmeter kann jeder durch die Eifel fahren.
der Schaufelraddampfer, der mir genau im Binger Loch entgegengekommen ist. Der überholt dann einen Frachter. Das wäre natürlich dann interessant, ob man beobachten kann, ob der hintere dann überholt. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Dampf als der Schaufelraddampfer. Burgen hat sich ja echt en masse. Ich habe was zu tun, wenn ich es machen will. Eifel mit allen Burgen. Also, Kajaktour mit allen Burgen durch die Eifel. Da wird ein Tag gar nicht reichen. Die ganzen Häuser mit Fachwerk oder mit Stein verkleidet. Das sieht toll aus. Aber so. Naja. Da haben wir endlich das Wahrzeichen. Ja, das kommt gar nicht mehr.
wo die Lorelei dran steht, wäre ich beinahe an dem Felsen aller Felsen, der Felsen vorbeigefahren. Ich bin eigentlich viel zu nah dran für die Lorelei.